Hallo, wenn Sie am Ende Ihrer Umfrage an den Teilnehmer oder vielleicht auch an sich selber eine E-Mail, eine automatische E-Mail versenden möchten, dann zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das mit Easy Feedback umsetzen. Wir öffnen dazu wieder eine exemplarische Umfrage und wechseln dann hier in die Einstellung, denn hier haben wir die Funktion E-Mail-Antwort. E-Mail-Antwort bedeutet nichts anderes, dass wir im Anschluss an die Teilnahme eine E-Mail als Antwort raussenden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir die E-Mail-Adresse, an die wir die Information senden wollen, erhalten. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass wir die E-Mail-Adressen aus der Teilnehmerliste nutzen. Das heißt, wenn Sie zu Ihrer Umfrage über eine Teilnehmerliste mit den E-Mail-Einladungen von Easy Feedback eingeladen haben, dann haben wir von dem Teilnehmer ja bereits die E-Mail-Adresse und können einfach sagen, genau an diese E-Mail-Adresse bitte jetzt diese E-Mail-Antwort senden. Wenn wir die E-Mail-Adresse nicht haben, haben wir die Möglichkeit, diese in der Umfrage abzufragen, um dann an diese E-Mail-Adresse zu senden. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Und die dritte Variante ist, dass Sie eine manuelle Eingabe tätigen. Das kommt eher dann vor, wenn Sie sich selber oder an eine fest hinterlegte E-Mail-Adresse immer diese E-Mail-Antworten senden möchten. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben keine und möchten die an den Teilnehmer senden. Dann öffne ich jetzt einmal also den Fragebogen und hier haben wir unsere exemplarische Frage und platzieren jetzt eine Abfrage für die Kontaktdaten. So, und hier gehen wir rein. Bitte nennen Sie uns Ihre Kontaktdaten. So, und dann kann ich hier als erstes machen, mache ich einen Namen einfach mal. Telefon und die E-Mail-Adresse. So, wenn wir das jetzt abfragen und die E-Mail-Adresse brauchen, um diese Antwort zu senden, wäre es natürlich clever zu sagen, wir machen daraus eine Pflichtfrage, dann muss der Teilnehmer das beantworten, weil sonst können wir ihm ja auch keine E-Mail zusenden. Zudem könnte es sich anbieten, dass wir die Textfelder validieren. Das heißt, wir wollen eine E-Mail-Adresse abfragen. Dann sollte bei der Validierung auch auf das Format einer E-Mail-Adresse geprüft werden, damit keine Falschangaben getätigt werden und diese E-Mail halt auch versendet werden kann. So, das haben wir jetzt einmal eingestellt hier, klicken auf Speichern und haben jetzt als zweite Frage Q2 die Abfrage der personenbezogenen Daten. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Einstellung zu den E-Mail-Antworten. Und hier wählen wir jetzt aus Abfrage innerhalb der Umfrage und dann ist es die zweite Frage mit dem Feld E-Mail. So, dahin wird die E-Mail jetzt gesendet. Jetzt geben wir noch die Absenderangaben ein. Das ist jetzt die Easy Feedback GmbH als Beispiel. Die E-Mail ist kontakt@easy-feedback.de. Vielen Dank für die Teilnahme. Guten Tag. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage. Anbei senden wir Ihnen weitere Informationen, beispielsweise. Das ist jetzt abhängig von Ihrem Use Case an der Stelle. Was wir aber auch sehen oder machen können, wir haben jetzt hier die Anrede, Vorname, Nachname. Diese Platzhalter sind aus der Teilnehmerliste. Hier steht es, persönliche Daten des Teilnehmers aus der Teilnehmerliste, wenn Sie damit gearbeitet haben. Nur wenn Sie damit gearbeitet haben. Haben wir jetzt nicht, weil wir haben ja über den Inhalt der Umfrage die E-Mail-Adresse abgefragt, möchten aber trotzdem persönlich ansprechen. Dann können wir sehen es hier, uns auf den Inhalt des Fragebogens beziehen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einen Fragetitel auszulesen. Wir haben die Möglichkeit, explizite Antworten auszulesen oder wir haben die Möglichkeit, alle Antworten zu einer Frage auszulesen. Und wir wollen jetzt den Namen haben und dann nehmen wir mal das hier als Beispiel raus. So. Und wenn wir uns noch erinnern, ist es die Question 2 gewesen mit der Answer 1. Das heißt, das wird ausgelesen und wenn ich dann meinen Namen dort eingetragen habe, steht hier Guten Tag XY. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, weitere Informationen etc. etc. Ich könnte auch so zum Beispiel, wenn sich jemand für ein Event angemeldet hat, zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit, könnte ich das halt hier ausgeben. Sie haben sich angemeldet zu und dann steht hier Q2 A1, Q2 A3 und so weiter und so fort und somit kann ich die Informationen wiedergeben und derjenige hat das in seinem E-Mail-Postfach. So, wir speichern das Ganze jetzt.
Dadurch sind die Einstellungen auch gespeichert. Wir haben nur eine Umfrage, eine Sprache in der Umfrage, deswegen sehen wir hier nur Deutsch. Ist die Umfrage mehrsprachig, würden wir hier mehrere Sprachen sehen und können auch für jede eigene Sprache diese E-Mail-Antwort anlegen. Um das Ganze zu aktivieren, müssten wir hier oben einmal den Status auf On setzen und dann haben Sie die Möglichkeit, das natürlich auch zu testen. Denken Sie dran, wenn Sie einen Test machen, geht es nur darum, ob die Angaben, die hier eingetragen worden sind, richtig sind und auch gut aussehen. Die Platzhalter werden nicht ersetzt, weil uns ja die Daten dafür fehlen. Es ist nur ein Testmail, woher sollen die Daten kommen. Das ist nur eine kleine Info. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre eigenen Mail-Server-Zugangsdaten hier einzugeben. Das bedeutet, dass wir uns faktisch über Ihren Mail-Server einloggen und die E-Mail dann über Sie versendet wird und wir sind nur die Oberfläche, in der Sie das einstellen, administrieren. Genau, und hier unten haben Sie noch die Möglichkeit, 3 Dateianhänge mitzugeben, falls Sie da irgendwelche weiteres Infomaterial haben. Genau, das ist die Funktion E-Mail-Antwort, wie Sie im Anschluss an die Umfrage eine automatisch generierte E-Mail senden können.